Moment gestaltet sich der Kreislauf oder vielmehr eigentlich die lineare Wirtschaft so, dass wir quasi Primärressourcen entnehmen, das heißt also Rohstoffe aus unserer Umwelt. Diese werden sozusagen verarbeitet, werden verbaut. Dann wird das Gebäude nach seiner Lebensdauer sozusagen wieder abgerissen und die Abbaustätten unserer natürlichen Rohstoffe werden da mit diesem Abbruchmaterial wieder verfüllt. Zum einen ist es die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Die Sandgruben, Ottendorf, Okrilla oder wo auch immer man dann eben gucken möchte, ist das natürlich kein natürlicher Lebensraum mehr. Ja? Und des Weiteren erzeugt es natürlich auch Emissionen, das heißt auch Lärm, Staub, aber natürlich auch zum Beispiel Treibhausgase. Diese negativen Auswirkungen können begrenzt werden, wenn man stattdessen eben Recyclingmaterial einsetzt. Hier sehen wir gebrochenen Beton als Ersatz für eine natürliche Gesteinskörnung, also einfach natürlichen Sand, natürliche Steine. Wir machen hier auf dem Heller schon seit vielen Jahren die Aufbereitung von mineralischen Abfällen zu guten Baustoffen. Es ist nur der Grundstoff ist ein anderer. Er liegt halt nicht in der Erde oder sonst wo, sondern wir haben ihn schon mal verbaut. Wir gewinnen ihn zurück und es ist danach wieder, wenn er in einer bestimmten Art und Weise hergestellt worden ist, ein völlig gleichwertiger Baustoff. Das Problem derzeit ist, dass es kein Angebot gibt an Recyclingmaterial von Entsorgungsunternehmen, Recyclern etc., weil es keine Nachfrage nach diesem Material gibt. Und es gibt keine Nachfrage nach diesem Material, kurz gesagt, weil es kein Angebot gibt. Wie wir das jetzt lösen wollen, ist, dass wir überhaupt erst mal darstellen wollen, welches Material überhaupt in unserer Umwelt verbaut ist, wie viel davon, welche Qualität, welche Reinheit und dann Informationen darüber bieten wollen, was man sozusagen mit diesem Material anstellen kann. Da kommt dann das Materialkataster ins Spiel. Wir kartieren die gebaute Umwelt, also alle Häuser, Verkehrswege, was eben dazugehört, wo man sehen kann für verschiedene Gebäudetypen, das heißt meinetwegen ein gründerzeitliches Einfamilienhaus. Ja, es wurden sozusagen die Wände angeguckt, das Dach angeguckt, mit welchen Ziegeln ist es typischerweise gedeckt, genau geguckt, was für ein Materialinhalt enthalten ist. Und dann können wir sozusagen schauen, wie viele Gebäude gibt es davon in Dresden und können dann darstellen, welches Material potenziell im Recycling zur Verfügung steht. Mineralische Recyclingbaustoffe, die haben hier in Sachsen oder insbesondere bei uns in Dresden mehrere Probleme. In erster Linie ist eine starke Konkurrenz mit Primärbaustoffen zu verzeichnen. Das bedeutet, in Sachsen und auch in der Region Dresden hat man aktuell noch ausreichend natürliche Sande und Kiese. Das heißt, man ist erstmal nicht zwingend darauf angewiesen, auf mineralische Recyclingbaustoffe zurückzugreifen. Primärbaustoffe sind auch etabliert. Das bedeutet, die sind anwendbar ohne große Probleme. Die umwelttechnischen Gegebenheiten werden als akzeptiert angenommen, was bei Recyclingbaustoffen nicht der Fall ist. Hier muss auch die umwelttechnischen Belange geprüft werden. Solange der Eindruck immer perpetuiert wird, dass es ist ein Baustoff, aber der kommt ja aus Abfall und da weiß man nicht genau, solange setzt sich das in die Köpfe der Leute fest. Alles, was mal Abfall war, müssen wir, weil es gefährlich ist, überwachen bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich einen Unterschied zwischen Primär- und Sekundärbaustoffen, den man kaum auflösen kann. Und das ist keine Frage von Gesetz und Recht oder von Wirtschaft, das ist eine Frage von Wahrnehmung bei denen, die es einsetzen sollen. Und das sind insbesondere die Kommunen, ich sage es mal so deutlich, negative Vorreiter, einfach weil sie bis vor kurzem, zum Teil heute noch, sagen, bei unseren Bauvorhaben, und die öffentlichen Auftraggeber sind mit die wichtigsten überhaupt, wird kein RC-Baustoff eingesetzt. Punkt. Der Sand, der da liegt zum Beispiel, der entsteht, wenn man Ziegel bricht. Ungefähr die Hälfte kommt als Sand wieder raus, der Rest ist Splitt. Der Splitt lässt sich gut verwerten, aber der Sand war bislang immer ein Problem, weil wir den zwar haben, auch das ist wie so ein Beispiel, von vorn bis hinten untersuchen lassen. Der ist physikalisch und chemisch völlig einwandfrei, aber er ist rot. Und wir haben Aussagen von öffentlichen Bediensteten, die gesagt haben, in Sachsen ist der Sand gelb. Er war immer gelb und er wird immer gelb sein.
Also in anderen Regionen Deutschlands werden mineralische Recyclingbaustoffe schon verstärkt eingebaut. Berlin ist uns bekannt. Um wirklich das Thema mineralische Recyclingbaustoffe voranzutreiben, ist es ganz wichtig, dass da alle Akteure eingebunden werden. Also dass man auch Recyclingbaustoffe ganz konkret mit im Fokus hat und eben erstmal weiß, okay, es gibt auch Recyclingbaustoffe, wenn die eine bestimmte Gütesicherung durchlaufen haben, sind die auch gleichwertig wie natürliche Ressourcen. Das ist ganz wichtig, dass man dieses Wissen transportieren kann. Wir müssen dazu kommen, dass die öffentliche Hand, gerade die Kommunen, einsehen, dass sie viel mehr Spielräume haben, als sie selber eigentlich das einschätzen, und zwar auf der Grundlage der geltenden Gesetze. Wir müssen eigentlich kommen zu einem besseren Miteinander, wo im Grunde genommen die eine Seite der anderen mehr vertraut und die andere Seite das Notwendige tut, damit dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Wenn wir das erreichen, dann kommen wir in dem ganzen Thema Riesenschritte weiter, weil das ist das Kernproblem, das wir haben. Es geht nicht um die Qualität, es geht nicht um die technischen Prozesse, es ist aus meiner Sicht immer noch vor allen Dingen ein Akzeptanzproblem. Wenn man also ein Lego-Haus wieder auseinandernehmen würde, würde man ja auch nicht alle Teile einfach wegschmeißen, sondern man würde sie fein säuberlich sortiert wieder in die Kiste zurückpacken. Man hätte einen wunderbaren Materialpool und genauso könnte man mit den Materialien der gebauten Umwelt in Dresden verfahren.